Eure Ladyschaft, Eure Lordschaft, Ihr Podcast für heute ist angerichtet. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FILM.TV. Auch in dieser Episode gesponsert von News-A-Do, die neue News-App für euer Handy. News-A-Do findet ihr im Play Store und natürlich auch im App Store. Es ist steif und verklemmt und sehr voller Zwänge, das Leben in Downton Abbey, aber Millionen Fans auf der ganzen Welt verfolgen, was bei den Lords und Ladies so passiert. Ab Donnerstag im zweiten Kinofilm, ebenso wie die Serie und der erste Film, geschrieben von Julian Fellowes. Er ist der Mann hinter Downton Abbey und er will eigentlich nur eins, euch unterhalten. I'm part of a dying breed who believes that one of the jobs, at least, of the entertainment industry is to entertain. We're a diminishing number, but I want people to watch Downton and enjoy it. I want them to go to this movie and have a nice time and laugh and cry and go out and have a decent dinner and get back home and feel they've had a good evening. That suits me. That's my goal. And if people say, but is it enough for you just to entertain? The answer is yes. And you know, I hope every now and then I make them think about the disparity of background in an unequal society, or I make them think of the difficulties of being homosexual in a period when it was still illegal, or, you know, we touch on things. But that's not the prime purpose. The prime purpose is to give them a really good evening. Es gibt ja Leute, die was anderes behaupten, sagt er, aber er findet, die Unterhaltungsindustrie sollte vor allem eines tun: unterhalten. Und genau das will er, nämlich, dass ihr einfach einen schönen Abend mit Downton Abbey habt. Jetzt ist es ja so bei Downton Abbey, dass wirklich jeder Schauspieler perfekt zur Rolle passt. So richtig perfekt. Wie kommt es eigentlich, dass es genau so ist? Schreiben Sie Ihren Schauspielern die Rolle auf den Leib? You're writing to fit actors. And I mean, for me, Leslie Nichol is a very funny actress. But I didn't really know her. I'd seen her in East is East before she got the part. And which she's very good in, but it didn't show what she was capable of in comedy terms. And the more I realized she was funny, the more I wrote for the fact she was funny. And, you know, and you learn other actors are very good at emotional scenes, and they're good at making you cry, or they're, you know, whatever. And I quite deliberately give them material that I know they will shine in. Because it gives you a lot of high points. Natürlich will er seine Stars strahlen lassen in der Serie. Von einigen wusste er vor dem Dreh gar nicht, was sie alles drauf haben und was ihre Stärken sind. Aber dann hat er im Laufe der Dreharbeiten gesehen, manche sind wirklich perfekt für lustige Szenen, andere können dich wiederum unglaublich gut zum Weinen bringen. Sobald er also eine solche Superkraft bei seinen Stars entdeckt hatte, fütterte er natürlich diese Talente weiter. Und so sind einige der emotionalen Highlights bei Downton Abbey tatsächlich entstanden. Und vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, warum die Geschichten mit der Zeit immer besser werden. Der Serienliebling ist ja, glaube ich, unbestrittenerweise Viola Crawley alias Maggie Smith. Wie ist diese Rolle eigentlich entstanden, Julian? I was lucky with Maggie Smith because I'd worked with her before, and the character I wrote that she played in Gosford Park was quite similar to Violet Grantham in Downton. She's a very rewarding actress because she has a great gift, well, she has many gifts, but she has a great gift that she can be very funny 1 minute and 2 minutes later have you crying. And she does it without changing into someone else. Lesser actors turn into someone else when they shift gear. But she doesn't. She remains very true to herself, and she gets, or of her own character, and she can get laughs as that character, but also tears. Er hatte schon einmal mit Maggie Smith gearbeitet vor Downton Abbey und ihr dabei fast dieselbe Persönlichkeit verpasst wie jetzt der alten Lady Crawley in Downton Abbey. Er wusste also sehr genau, dass sie das perfekt spielen kann. Sie hat, sagt er, das Talent, dich zum Lachen zu bringen, aber gleich danach weinst du wegen ihr. Und das ohne dabei eine andere Persönlichkeit zu sein. Viele Schauspieler, meint er, wechseln ihre Persönlichkeit je nach Stimmung, die sie spielen. Maggie bleibt aber immer sie selbst und sie kann damit Lacher und Tränen problemlos einsammeln. Lassen Sie uns mal ein bisschen über den zweiten Kinofilm sprechen und was darin passiert. Man hat ja Cora und Robert im ersten Kinofilm
ziemlich wenig gesehen. Kriegen wir jetzt mehr von den beiden? Cora and Robert were in a sense quite passive in the first film. I mean, their job was obviously hosting the King and Queen, and they did that with good grace. But I think they're a bit more active in this one. They have a more difficult emotional journey, both of them. And I think that's nice, you know. I mean, I did deliberately try to give people a bit more of a run for their money if they hadn't had so much to do in the first film. So now I think that everyone's had a go. And I'm, you know, I'm pleased with it. I think it's turned out well. Im ersten Film waren die beiden eher passiv. Jetzt gibt es wieder mehr Emotionen zu durchleben, meint er. Das findet er auch nur gerecht, denn wer im ersten Film nicht so viel zu tun hatte, der kann jetzt ruhig im zweiten ein bisschen mehr durchmachen für sein Geld. Die emotionale Reise in Downton Abbey 2 steht den beiden aber auch sehr gut, sagt er. Und was ist mit Mary? Arbeitet die jetzt weiter daran, Downton Abbey vollständig zu übernehmen? The main sort of, in a sense, permanent adjustment was that it was clear that Mary was really taking over as the boss at Downton and rather taking the reins from her father, which is a theme we go on with. She's very much in charge. I mean, it's a courteous arrangement. They're not rivals in any sense. But one of the jobs of being in a hereditary business is to accept that it is hereditary, and there comes a time when your usefulness is diminished and the moment has come to hand on. And I think that we played in the first film and we play in the second. Es war für ihn schon immer klar, dass alles in der Serie genau darauf rausläuft, dass nämlich Mary nach und nach Downton von ihrem Vater übernehmen wird. Die beiden haben ja auch keine Rivalität. Es ist einfach das, was passieren muss. Und dieses Erbe lastet auch im zweiten Film immer mehr auf ihren Schultern. Es bleibt also spannend in Downton Abbey. Eine neue Ära heißt dann auch passend der zweite Kinofilm und er läuft ab Donnerstag in den Lichtspielhäusern. Mit viel Drama, mit viel Humor, wie es nur Downton Abbey genauso verbinden kann. Den Trailer zeigen wir euch zum Heißlaufen natürlich auch gerne. Klickt dazu einfach film.tv/Fufis.